In diesem Video bekomme ich in jedem Biom einen zufälligen und dauerhaften Effekt. Da es natürlich nicht nur positive Effekte gibt, kann das sehr schnell, sehr plötzlich sehr gefährlich werden. Kann ich so überhaupt Minecraft durchspielen? Oder sind wichtige Biome, wie zum Beispiel das End selbst, unspielbar? Los geht's und ich habe jetzt schon meinen ersten Effekt, denn wir befinden uns natürlich auch schon in einem Biom. Ich habe einfach Slow Falling 5, sogar 5 direkt. Heißt das, ich bekomme andere Effekte auch auf so einem hohen Level? Das ist vielleicht gar nicht mal so gut. Da hinten ist ein Ruined Portal. Da könnten wir mal rüber gehen. Ich frage mich nur, hier fängt das nächste Biom an. Hier habe ich Feuerschutz. Das ist gut, aber bringt mir, glaube ich, hier nicht besonders viel. Aber ich finde es jetzt schon verwirrend und bin extrem gespannt, wie sich das heute entwickelt. Und ich weiß streng genommen jetzt nicht mal, ob man das hier spielen kann. Denn wenn wir im End zum Beispiel Instant Damage als Effekt haben, dann kann man hier in dieser Welt nicht Minecraft durchspielen. Das weiß ich tatsächlich einfach noch nicht. Okay, ich gehe jetzt erstmal schnell Holz holen und dann fahren wir mal rüber zum Ruined Portal, würde ich sagen. Und hier das Eisen nehme ich mir vielleicht direkt auch schon mal mit. Aber als allererstes Holz. Hier hat mir Slow Falling. Okay, das ist das gleiche Biom wie am Spawn. Also kann ich entspannt Holz sammeln. Dann mache ich mir aber erstmal auch alle Tools fertig. Und das Eisen kann ich dann direkt schon mal mitnehmen. Dann haben wir alles. Noch schnell ein Boot. Perfekt. Und dann gehe ich mir das jetzt direkt schon mal anschauen. Ich muss nur aufpassen, denn hier auf dem Wasser haben wir natürlich auch wieder ein neues Biom. Und wenn ich Instant Damage habe und das auch noch wirklich auf Level 5 ist, dann habe ich nur ganz wenig Zeit zu reagieren, um das zu überleben. Also einmal vorsichtig sein. Hier sind wir noch nicht im neuen Biom. Das ist ein bisschen unpraktisch, dass ich das jetzt gerade nicht sehen kann. Ich warte kurz ab und dann fahren wir ganz langsam raus, denn hier müsste jetzt gleich Fluss anfangen. Okay, wir bekommen einen sehr unpraktischen Effekt, aber ist okay. Macht uns zumindest keinen Schaden, sondern nur im Kopf ein bisschen Schaden vielleicht. Oh mein Gott, das nervt schon trotzdem. Hier ist Eisen. Das hole ich mir auch noch schnell. Dann habe ich sogar schon 3 Eisen für den Eimer theoretisch. Und hier haben wir sogar gerade keinen Fluss mehr. Das ist praktisch. Dann ist hier sogar auch noch ein Eisen. Das wird langsam was. Und hier haben wir sogar Absorption 5. Das hätte ich gerne im Nether oder so. Hier auf Plains weiß ich jetzt nicht, ob mir das viel bringt. Aber Plains ist immerhin ein ziemlich wichtiges Biom. Das heißt, wir sind zumindest schon mal nicht blockiert, in normale Dörfer zu gehen. Sogar ganz im Gegenteil. Und hier hätten wir auch genug Lava, um gleich in den Nether zu gehen direkt schon. Und hier ist sogar ein Goldapfel drin. Das ist mega gut. Nehme ich mir alles mit. Ich kann das Portal damit schon mal anzünden. Und wir haben schon mal gute Rüstung. Gefällt mir richtig gut. Jetzt ist die Frage, sollen wir hier schon in den Nether gehen? Ich könnte mir auch eine Spitzhacke machen und das Gold abbauen. Und da hinten ist ein Dorf. Moment, ich wollte gerade gucken, dass ich irgendwo Stein hole für einen Ofen. Aber dann laufe ich erst rüber ins Dorf. Hoffe ich zumindest. Moment, hier waren wir aber auch schon. Hier gibt es Feuerschutz. Das ist gar kein Problem. Das ist so verwirrend. Ich bin so gespannt, wie das wirklich im Nether wird. Ich kann auch in den Nether kommen und einfach sofort sterben. Dann ist einfach die Challenge vorbei. Dann ist alles umsonst gewesen. Ich hoffe mal, das wird nicht passieren. Drückt mir bitte die Daumen und drückt auch gerne mal den Like-Button und den Abo-Button, um keine weiteren solcher Challenges mehr zu verpassen. Und wenn du dem WhatsApp-Kanal folgst, dann wusstest du vorher schon so zumindest ungefähr, was heute für eine Challenge kommt. Wenn du das noch nicht tust, dann mach das unbedingt jetzt mal. Da lade ich auch immer ein paar Spoiler zur nächsten Challenge hoch. Hier haben wir schon mal eine Tour mit 2 Broten. Das ist besser als gar nichts. Dann kann ich nämlich schon mal was essen. Und hier haben wir auch Weizenblöcke. Perfekt. Also noch ein paar Steine, auch direkt schon mal für den Ofen. Und dann kümmere ich mich mit der Hacke direkt mal um was zu essen für heute. Und ich frage mich gerade, ob ich mich überhaupt hochbauen muss für den Eisengolem. Ich meine, es wäre auf jeden Fall sicherer. Aber ich habe Absorption 5. Trotzdem eigentlich super unnötig, aber ich glaube, ich kämpfe jetzt einfach so gegen den Eisengolem. Wenn er mich einmal schlägt, wir probieren es mal aus. Okay, der macht mir einfach keinen Schaden. Ja, ein bisschen schon, aber ich heile auch direkt wieder. Der macht nur natürlich meine Rüstung direkt kaputt. Da muss ich vielleicht doch ein bisschen aufpassen. Und ich habe jetzt 4,5 Herzen. Ich verstehe das nicht ganz. Müsste ich nicht erstmal meine Absorptionsherzen verbrauchen? Okay, ich muss aufpassen. Ich weiß nicht genau, wie diese Herzen funktionieren. Ich glaube, ich lasse das jetzt. Das ist wirklich ein bisschen unnötig. Und hier ist ein neues Biom. Aber auch kein Problem. Ein bisschen glowing. Aber lassen wir das und machen das lieber vernünftig, bevor hier noch was schief geht. Und hier könnte ich auch Pfeile traden. Pfeil und Bogen. Vielleicht soll ich das sogar schnell machen. Ich meine, dafür brauchen wir nicht mal so viel Holz. Und dann tradet er mir jetzt die Emeralds und die Pfeile und natürlich auch direkt den Bogen. Perfekt. Und dann sind wir schon mal sehr gut vorbereitet. Und ich sehe jetzt gerade erst, da hinten ist noch ein Dorf. Ich meine, ich könnte mir auch noch mehr Eisen holen. Aber ich will eigentlich auch einfach in den Nether. Okay, ich crafte mir schon mal schnell einen Eimer. Und wir holen uns hier Wasser mit. Und dann laufen wir am besten noch schnell darüber, da das Eisen auch noch vom Eisengolem aufsammeln. Und da ist sogar noch ein Ruined Portal. Schaue ich mir gleich an, ob wir vielleicht auch einfach hier in den Nether gehen können. Jetzt erstmal den Eisengolem sammeln. Und das sieht sogar ganz gut aus. Dann muss ich nicht mehr zurücklaufen. In der Truhe haben wir noch mal mehr Obsidian und auch noch Eisen. Und einfach mal ein Feuerzeug. Nehme ich auch sehr gerne mit. Das hält auch länger. Die würde ich mal hier lassen. Die will ich nicht anziehen. Dann schnell den Ofen aufstellen. Da ein bisschen Lava rein und das Eisen durchschmelzen. Und dann schaue ich mir mal an, ob wir das Portal vervollständigen oder einfach ein neues gießen. Ich meine, es ist fast fertig, aber es ist auch etwas gefährlich gebaut, wenn dann doch mal Wasser runterfließt, dass dann die Lava weg ist. Deswegen würde ich dann tatsächlich
tatsächlich lieber einfach hier unten eins hingießen. Perfekt. Schon mal anzünden, aber jetzt warten wir noch kurz. Das Eisen ist schon durch. Dann crafte ich mir noch schnell den Schild. Und das am besten auch noch schnell zusammen. Dann habe ich noch 11 Eisen. Okay, dann nehme ich wirklich jetzt die Goldblöcke noch mit. Wobei ich hier nur den einen oben sehe, aber immerhin besser als nichts. Und dann kommt jetzt der erste richtig entscheidende Moment. Denn wenn ich jetzt in den Nether gehe und zum Beispiel Instant Damage bekomme, dann habe ich keine Chance mehr, so schnell wieder rauszukommen. Also einmal bitte die Daumen drücken und dann gehen wir rein in den Nether. Hallo Nether. Das sieht gut aus. Ich bin einfach unsichtbar. Das ist gar kein Problem. Ich ziehe meine Rüstung aus, da sieht man mich nicht mehr. Okay, das heißt, wir sind schon mal safe in den Nether gekommen. Jetzt müssen wir hoffen, dass wir auch gut hier noch durchkommen weiterhin. Aber Unsichtbarkeit ist erstmal in Ordnung. Ich muss nur irgendwie hier rauskommen. Ich bin in einer Höhle gespawnt. Da oben könnte ich nochmal gucken, ob wir da vielleicht raus können. Aber da fängt, glaube ich, gleich auch ein neues Biom an. Ich muss vorsichtig sein. Aber hier geht es auch auf jeden Fall weiter. Ich bin noch nicht drin anscheinend. Das ändern wir jetzt mal. Ich gehe ein bisschen weiter. Oder war das da unten auch schon Soul Sand Valley? Das kann sein. Okay, dann bin ich hier einfach unsichtbar. Das ist okay. Dann laufen wir mal ein bisschen hier durch und schauen, dass wir noch weiter rauskommen. Aber hier sieht es echt schon mal nicht verkehrt aus. Und wir suchen mal einen Warp Forest und eine Festung. Die Frage ist nur, welchen Effekt bekommen wir im Warp Forest? Vielleicht muss ich auch heute mit Piglins traden, je nachdem, ob ich da leben kann oder nicht. Und jetzt kommen hier die ersten Skelette. Und ich sollte mal dringend was essen. Und dann wird es auch schon Zeit, in ein neues Biom reinzulaufen. Denn hier ist kein Soul Sand. Okay, hier haben wir einfach Glück 5. Das ist ja quasi einfach neutral und das reicht dann auf jeden Fall auch. Da ist ein Warp Forest. Die Farbe kann man gut von weitem sehen. Und jetzt bin ich wieder sehr gespannt. Nicht ganz so entscheidend wie der Eintritt in den Nether. Aber wenn ich da jetzt nicht rein kann, würde das unseren Weg etwas weiter machen auf jeden Fall. Okay, das ist mega gut. Einfach Health Boost. Wenn ich gegen Enderman kämpfen muss, wie gut ist das denn? Bisher haben wir echt viel Glück. Das spricht nicht dafür, dass wir im End auch noch Glück haben. Ich bin also echt gespannt, wie das heute noch weitergeht. Jetzt gehen wir dann erstmal rauf auf die Enderperlen. Und ich muss aber auch irgendwie schauen, dass ich hier noch mehr Warp Forest finde als das bisschen. Denn wenn ich hier wieder rauslaufe, verbrauche ich dadurch ganz schön viel Essen immer. Da könnte ich noch hoch. Und hier sieht es deutlich besser aus. Deutlich offener. Dann regeneriere ich jetzt Stück für Stück meine 20 Herzen und versuche mal nicht mehr hier rauszulaufen. Und dann gehen wir rauf auf 12 bis 14 Enderperlen. Ich realisiere gerade aber erst, dass der Health Boost irgendwie verbuggt ist. Denn ich regeneriere, aber bekomme die Herzen nicht. Und dadurch regeneriere ich dauerhaft und verbrauche richtig viel Essen. Konnte man das irgendwie verstehen? Aber ihr seht es auf jeden Fall. Ich bekomme keine Herzen dazu. Das heißt, das ist doch etwas negativ hier drin und ich sollte mir nicht zu viel Zeit lassen. Also lieber schnell weitermachen und am besten auch gleich ein bisschen mit den Piglins schon mal das Gold traden. Ein bisschen was haben wir ja immerhin. Dabei möchte ich allerdings nicht vom Ghast gestört werden. Also den muss ich auch mal kurz aus dem Weg räumen. Hier haben wir nochmal einen Obsidian, ein paar Steine, aber leider keine Enderperlen. Letzte Chance. Wir gehen weiter auf Enderman. Und dann wird es jetzt aber auch mal Zeit für ein Eisenschwert. Wir haben ja genug Eisen. Und dann machen wir wieder weiter. Die sollten eigentlich schon reichen. Ich schaue aber kurz, ob wir von den beiden hier noch die 14. bekommen. Setz dich bitte ins Boot. Macht er nicht. Schade. Das wäre sehr nett. Perfekt. Das war etwas gefährlich, aber alles gut. Und da haben wir die 14. Dann lasse ich den da oben einfach. Und ich habe mittlerweile nebenbei auch rausgefunden, dass wir im Basaltdelta Haste haben. Das heißt, ich kann mich hier an den Rand stellen. Hoffentlich nicht so tief rein. Okay, hier erst. Und dann wollte ich sagen, kann ich hier schöne Baublöcke abbauen. Aber ich muss auch drankommen. Und hier habe ich schon wieder kein Haste. Moment. Okay, hier sollte das funktionieren. Dann kann ich hier schön ein paar Baublöcke abbauen. Und dann können wir gleich eine Festung suchen gehen. Und ich hoffe, dass wir die Festung einfach in einem Biom finden, das wir schon hatten, wo wir keine Probleme mit haben. Mal gucken, wie viel Glück wir haben. Ich schaue hier mal drüber. Da ist doch eine. Da unten ist direkt eine Festung. Die ist jetzt nicht super einfach zu erreichen. Zumindest von hier aus nicht. Wahrscheinlich eher da so rüber. Aber wir haben direkt eine. Das ist mega gut. Und da geht die auch noch rüber. Das heißt, wir kommen hier richtig gut drauf von hier der Seite aus. Und dann gehen wir direkt mal runter da und rein da. Und dann sind wir rauf auf der Festung. Und direkt an einer Truhe mit Goldrüstung. Kann ich auf jeden Fall mal anziehen. Habe ich noch nicht. Und dann würde ich sagen, wenn wir schon hier mitten zwischen den Truhen stehen, loot ich noch ein paar Truhen. Und dann gehen wir gleich aber auch direkt rauf auf die Blaze Rods. Hier haben wir Eisen und Gold. Und jetzt gehe ich aber mal zu den Spawnern. Immer weg vom Balkon und diese Treppen immer nach oben. Da kommt ein Wither-Skelett. Ich benutze einfach kurz meinen Bogen. Dafür habe ich den ja quasi auch. Und da kommen gleich noch zwei, wenn sie mich sehen würden. Ich bin doch hier gar nicht unsichtbar. Setzt ihr euch mal ins Boot. Ich möchte noch hier in die Truhe schauen. Da ist nichts mehr drin. Und da haben wir aber einen Spawner und auch Hot Tourist. Hier sind 2 Spawner sogar. Und wir haben hier Sättigung 5. Ich brauche keine Brote mehr. Dann nehme ich lieber zur Sicherheit den Goldapfel hier hin. Und wir fangen direkt mit den Blaze Rods an. Und das heißt ja, ich dürfte jetzt generell gar keinen Hunger mehr bekommen, während wir hier kämpfen.
Das ist mega gut und dadurch regenerieren wir auch schneller. Ich meine, schaut euch mal die Herzen an. Ich wehre mich jetzt einfach mal nicht und lasse mich mal kurz anzünden. Und dann sollte selbst das eigentlich nicht so schwer sein. Okay, wenn ich mich oft treffen lasse, wird es trotzdem gefährlich. Wir spielen immer noch Hardcore. Aber ich regeneriere so schnell, wenn ich einfach nur brenne, ist das komplett egal tatsächlich. Das ist so cool. Ich meine, wir hätten auch alles hier haben können. Jeden negativen Effekt. Stattdessen bekomme ich einfach Sättigung 5. Wie nice sind diese Place-Spawner. Auch noch so 2 nebeneinander. Das ist wirklich einfach perfekt. Und ich habe jetzt schon 4 Place-Rods. Ich sammle wieder so 6 oder 7. Und dann haben wir auch schon alle und haben den Nether, bei dem ich am Anfang noch nicht mal wusste, ob es möglich ist, den heute durchzuspielen, komplett durchgespielt. Wir haben alle Place-Rods und alle Enderperlen. Also erstmal wieder raus aus der Festung. Und dann machen wir uns auf den Weg zurück zum Portal. Ich sollte mich aber nicht von da hinten abschießen lassen. Hier habe ich keine Sättigung mehr. Erstmal wieder ganz hier runter. Und dann ein paar Blöcke in die Richtung laufen. Und dann müsste irgendwo hier unten langsam das Portal kommen. Ich grab mich jetzt einfach direkt dahin. Ich habe die genauen Koordinaten mir aufgeschrieben. Wir müssen noch so 50 Blöcke durch die Wand und dann sollten wir rauskommen aus dem Nether. Hier geht's schon irgendwie raus. Und da hinten habe ich das Portal gesehen. Also schnell hier noch runter. Und dann können wir raus aus dem Nether für heute. Unsichtbar. Und jetzt wird es direkt Zeit, die Enderaugen zu craften und den Stronghold zu suchen. Also crafte ich mir direkt schon mal 7 und wir schauen, in welche Richtung wir müssen. Da hinten geht's lang. Droppt und dann laufen wir direkt los in Richtung Stronghold. Wahrscheinlich auch durch neue Biome. Das nächste Enderauge fliegt auch noch weiter. Und hier geht es auch immer noch weiter. Jetzt kann es aber auch trotzdem nicht mehr so weit sein. Also teste ich direkt nochmal. Es geht aber immer noch weiter. Und es geht kaputt. Aber wir sollten genügend haben. Mindestens 2 können auf jeden Fall kaputt gehen. Und hier geht es auch noch weiter. Hier kommt einfach ein Lavasee. Und es fängt auch noch an zu regnen. Aber wir sind gleich auch da. Hier fliegt das Enderauge zurück und geht schon wieder kaputt. Okay, noch funktioniert's. Aber ich sollte jetzt am besten erstmal keins mehr verlieren. Die Frage ist auch, wie weit wir zurück müssen. Okay, hier fliegt es wieder zurück. Dann grabe ich mich hier runter. Bitte droppen. Perfekt. Und dann gehen wir hier mal irgendwo runter. Kann ich hier irgendwo an der Seite runter? Oder geht hier die Höhle gut rein? Die geht sehr gerade nach unten. Dann gehe ich mal hier rein. Fliehen wir einfach mal vor dem Regen. Und schauen, wo wir hinkommen. Das geht direkt richtig tief rein einfach mal. Und ich habe Glück. Ist das jetzt so, dass jetzt Erze mehrfach droppen? Ich weiß nicht genau, was dieser Effekt bringt, ehrlich gesagt. Okay, ich glaube nicht. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich habe keine Ahnung, was der Effekt bringt. Okay, jetzt möchte ich aber auch nicht zu weit hier weglaufen, denn hier war ja der Stronghold irgendwo drunter. Da unten ist Deep Slate. Ich schaue mal kurz hier noch um die Ecken, aber laufe am besten nicht zu weit wirklich. Aber wir müssen ja wahrscheinlich auch sowieso noch ein bisschen tiefer. Deswegen gehe ich einfach mal hier runter und wir schauen uns hier auf Deep Slate um, ob wir irgendwas Aufgedecktes finden können. Sieht aber bisher leider nicht so aus. Aber ich denke gerade, wenn man hier einfach so nach oben schaut, dann sieht das ziemlich gerade aus. Bilde ich mir das ein oder haben wir da vielleicht den Stronghold drin? Moment. Wir gehen mal kurz nachschauen. Ich grabe mich von der Seite rein. Kann aber natürlich auch einfach nur weird generiert worden sein. Und ich bekomme hier gerade Resistance 5. Das finde ich ziemlich cool. Und hier ist, glaube ich, wirklich nichts drin. Ich dachte wirklich, hier wäre der Stronghold. Moment, hier ist wirklich der Stronghold. Das sah so sass aus, aber wir mussten uns wirklich auch erstmal ein Stück reinkramen und dann sind wir drin im Stronghold. Der schwebte einfach in der Höhle. Dann suche ich jetzt mal den Portalraum. Ich muss trotzdem ein bisschen auf meine Effekte achten, denn wir können natürlich hier drin auch gut das Biom wechseln. Hier haben wir nochmal eine Truhe mit ein bisschen Broten drin. Und dann ist meine Spitzhacke kaputt. Aber ich wollte mir sowieso gerne vor dem Endfight nochmal eine neue craften. In der nächsten Truhe haben wir nochmal Eisen. Also könnte ich auch direkt noch eine neue Spitzhacke machen. Und hier ist der Portalraum. Erstmal den Spawner abbauen. Dann einmal die Silberfische weg. Und dann haben wir ein Enderauge drin. Also crafte ich mir noch 6 und wir aktivieren das Portal. Nice! Pfeile haben wir mehr als genug. Blöcke haben wir soweit auch noch. Nicht mehr besonders viel Holz, aber das sollte, glaube ich, kein Problem werden. Und dann kommt jetzt tatsächlich der wichtigste Moment der heutigen Challenge. Denn wenn wir jetzt ins End gehen und Instant Damage bekommen, was wir wirklich in noch keinem Biom hatten, das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist leider gar nicht mal so gering, dann war diese Challenge tatsächlich von Anfang an überhaupt nicht schaffbar. Und ich wusste es aber einfach nicht. Aber wir reden nicht drum herum, wir probieren es aus. Drückt mir die Daumen und dann springen wir rein in den Endfight. Und ich lebe. Das ist alles, was zählt. Und ich kann komplett random die Effekte bekommen, glaube ich. Weil ich habe jetzt schon wieder Glowing 5. Das hatten wir sogar schon irgendwo mal. Ich benutze hier mal keine Enderperle. Die spare ich lieber und wir gehen hier mal so runter. Und dann sind wir rauf auf der Endinsel. Und da fliegt unser heutiger Endgegner. Also fangen wir direkt mal an und schießen auf die Endcrystals. Während wir die ganze Zeit leuchten. Dann haben wir, glaube ich, alle. Und der Drache ist ja auch gerade in der Mitte. Das heißt, wir können direkt mal ein Brot vielleicht noch essen und dann direkt rauf den Kopf gehen. Und dann fliegt der aber auch schon wieder los.
Aber da wir so viele Pfeile haben, schieße ich auf jeden Fall auch noch ein bisschen. Und der kommt schon wieder in die Mitte. Und er hat auch nur noch die Hälfte seiner Leben. Ich sollte trotzdem kurz nicht springen und lieber gleich was essen. Denn er hat mich gerade beim Reinkommen irgendwie ein bisschen getroffen. Er kommt wieder rein. Ich sollte auch schon mal langsam reingehen am besten. Und dann könnte es das gewesen sein. Ich gehe rauf auf den Kopf. Und damit ist der Ender-Drache down. Ich leuchte, während er implodiert. Und wir haben es geschafft. Nice. Okay, der Effekt war tatsächlich einfach relativ egal im Endfall. Da hatten wir wirklich Glück. Ich möchte natürlich noch meine Level aufsammeln. Und dann hätte ich auch gerne noch das Drachenei. Meins. Nice. Und dann haben wir es geschafft, haben leuchtend und mit den verschiedensten Random-Effekten Minecraft durchgespielt und den Enderdrachen besiegt. Nice.